Es war Sonntagabend in Charlotte County, Florida. Die Straßen einer ruhigen Wohnsiedlung lagen still im warmen Septemberlicht. Hinter geschlossenen Fenstern klirrten Bestecke, liefen Fernseher, bereiteten sich Familien auf den Beginn einer neuen Woche vor. Nichts deutete darauf hin, dass sich in einem der Häuser etwas ereignete, das bald als eine der erschütterndsten Familientragödien der letzten Jahre in die Akten eingehen würde. Am Abend des 8. September traf ein alarmierender Notruf ein. Die Stimme am anderen Ende gehörte zu einem jungen Mann. Sie war ruhig, gleichmäßig, ohne jede Spur von Aufregung. Er meldete, dass seine Mutter tot sei. Die Fragen des Disponenten prallten an dieser Ruhe ab. Kurze, klare Antworten, ohne Schwankung im Ton, ohne Eile. Kein Flehen um Hilfe, keine Hast, als sei alles längst entschieden. Mehrere Streifenwagen wurden zum angegebenen Ort entsandt. Wenige Minuten später rollten die Fahrzeuge in die Einfahrt eines einstöckigen Hauses, dessen Fassade genauso unscheinbar wirkte wie die benachbarten Gebäude. Vor dem stand ein schlanker Jugendlicher, Hände tief in den Taschen vergraben, den Blick auf einen undefinierbaren Punkt gerichtet, wartete er. Die Beamten stiegen aus, näherten sich. Keine sichtbare Nervosität, kein Schritt zurück, kein unruhiger Blick. Die Szenerie wirkte beinahe unnatürlich gefasst. Im Inneren des Hauses herrschte eine Stille, die fast körperlich spürbar war. Die Beamten bewegten sich durch den Flur, prüften Zimmer um Zimmer. Es dauerte nicht lange, bis sie Catherine Griffith fanden, leblos auf dem Boden mit einer tiefen Stichwunde im Hals. Noch bevor die Spurensicherung den Tatort übernehmen konnte, war klar, dass dieser Sonntagabend nicht einfach mit einem Protokolleintrag enden würde. Draußen blieb der junge Mann, der den Notruf abgesetzt hatte, wo er stand. Sein Blick verfolgte die Bewegungen der Polizisten nicht, als hätten die weiteren Abläufe für ihn keine Bedeutung. Die Ermittler, die später Protokoll führen würden, hielten fest. Keine sichtbaren Tränen, keine erkennbaren Anzeichen von Schock, keine Versuche, das Geschehen zu erklären. Was zu diesem Moment führte, lag nicht in den Minuten vor dem Anruf. Die Wurzeln reichten weit zurück. Jahre, in denen sich Spannungen, Kontrolle, Entfremdung und unterschwellige Gewalt aufgebaut hatten. Jahre, die tausende Kilometer entfernt begonnen hatten, in einer anderen Stadt, in einem anderen Bundesstaat, und die nun in einem Wohnzimmer in Charlotte County einen Punkt erreicht hatten, von dem es kein Zurück mehr gab. Die Spuren dieser Septembernacht führten zurück nach Tulsa, Oklahoma. Dort, fernab der Küsten Floridas, begann die Geschichte der Familie Griffith. Charles Griffith wurde 1980 in Oklahoma geboren. Über seine frühe Kindheit ist öffentlich kaum etwas bekannt, doch Berichte schildern ihn später als streng und kontrollierend. Regeln galten uneingeschränkt, Gefühlsäußerungen waren selten und galten als Zeichen von Schwäche. Charles lernte früh, Entscheidungen hart zu treffen und diese nicht in Frage zu stellen. Catherine Griffith, geborene Moore, wurde im Jahre 1955 in Florida geboren. Ihre Familie lebte in Charlotte County, wo sie den größten Teil ihres Lebens verbrachte. Hier zählten Fürsorge, Offenheit und gegenseitige Unterstützung. Catherine träumte davon, Lehrerin zu werden, liebte Kinder und glaubte an den Wert eines freundlichen Umgangs. 1999 trafen sich Catherine und Charles an der University of Oklahoma. Sie kam von der Ostküste, um Erziehungswissenschaften zu studieren. Er belegte Kurse an der Wirtschaftsfakultät. Charles fiel auf, selbstbewusst, ehrgeizig, ein Mann, der wusste, wie man Aufmerksamkeit auf sich zog. Schon bald verband die beiden eine Beziehung, die für Catherine der Beginn eines neuen Lebens schien. 2001, nach 2 Jahren Partnerschaft, heirateten sie. Catherine war erst 16 Jahre alt, Charles 21. 5 Jahre später, am 14. Oktober 2006, wurde ihr Sohn Colin geboren. Catherine hoffte, mit dem neuen Familienmitglied werde die Bindung zwischen ihnen stärker. Doch im Gegenteil. Charles begann, sein Familienleben nach denselben strengen Maßstäben zu führen, die er selbst in seiner Kindheit gelernt hatte. Er kontrollierte die Finanzen, traf alle Entscheidungen allein und erwartete bedingungslosen Gehorsam. Seinen Sohn sah er als eine Verlängerung seiner selbst, Spiegel, die seine Prinzipien widerspiegeln sollten. Colin wuchs in dieser Atmosphäre auf. Bereits im Alter von 5 Jahren zeigten sich bei ihm Verhaltensweisen, die Catherine beunruhigten.
Ein ausdrucksloses Gesicht, ein starrer Blick, der nicht wich, geringe Reaktionen auf Strafen. Charles hingegen deutete dies als Zeichen innerer Stärke und Disziplin. Die Spannungen zwischen den Eheleuten nahmen über die Jahre zu. Catherine fühlte sich immer stärker eingeengt, kontrolliert und von der Verantwortung erdrückt, ihre Kinder in einer so strikten Umgebung großzuziehen. Im Sommer 2020, nach fast 19 Jahren Ehe, reichte sie die Scheidung ein. Das Urteil fiel zu ihren Ungunsten. Das alleinige Sorgerecht für Colin wurde Charles zugesprochen. Das Gericht begründete dies mit seiner finanziellen Stabilität und der Annahme, er könne dem Kind eine bessere Zukunft bieten. Für Catherine war dies ein schwerer Schlag. Sie kehrte nach Charlotte County zurück, in die Nähe ihrer Eltern und begann, sich ein neues Leben aufzubauen. Doch sie gab nicht auf. Mehrfach versuchte sie, den Sorgerechtsbeschluss anzufechten. Ihre Anträge scheiterten jedoch immer wieder. Währenddessen lebte Colin unter der strengen Hand seines Vaters. Die Schule bot ihm wenig sozialen Halt. Er verbrachte die meiste Zeit allein, vertieft in Videospiele. Jede Regung von Ungehorsam wurde bestraft und der Kontakt zur Mutter wurde stark eingeschränkt. Ab und zu erhielt Catherine kurze Nachrichten von ihm. Kalt, distanziert, ohne Wärme. Die Muster, die hier entstanden, würden später eine entscheidende Rolle spielen. Denn das, was in Charlotte County 2024 eskalieren sollte, nahm seinen Anfang in diesen stillen, kontrollierten Jahren in Tulsa. Am 14. Februar 2023 änderte sich für Catherine Griffith alles. Gegen Abend erhielt die Polizei in Tulsa, Oklahoma, einen Notruf von einem Jugendlichen. Die Stimme am anderen Ende war gefasst, fast emotionslos. Der Anrufer gab an, er habe seinen Vater erschossen, aus Notwehr. Auf die Frage, ob medizinische Hilfe erforderlich sei, antwortete er nur knapp: Er ist tot. Als die ersten Beamten eintrafen, fanden sie Charles Griffith auf dem Boden liegend. Er wurde durch Schüsse tödlich verletzt. Die Pistole lag in unmittelbarer Nähe, versehen ausschließlich mit den Fingerabdrücken von Colin. Anzeichen eines Kampfes fehlten. Colin saß auf der Couch, sprach ruhig, wiederholte ohne Abweichung seine Version. Der Vater habe ihn mit einem Messer bedroht. Er habe in Angst zur Waffe gegriffen. Das Leben bei Charles war nach der Scheidung von einem Klima völliger Kontrolle geprägt. Jeder Ungehorsam galt als Provokation, die sofort sanktioniert wurde. Colin durfte das Haus nicht ohne Erlaubnis verlassen. Kontakt zur Mutter war verboten. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn war bereits stark belastet. Charles reagierte auf Widerspruch oder Ungehorsam mit Härte, was den Alltag zunehmend spannungsgeladen machte. Für die Ermittler war die Darstellung des Geschehens problematisch. Die Verletzungsmuster deuteten auf einen ersten Schuss in die Brust und einen zweiten in den Kopf hin. Einen Schuss, der eher wie ein gezielter Abschluss wirkte als wie eine Reaktion in Panik. Doch ohne unabhängige Zeugen und mit fehlenden eindeutigen Spuren, die eine andere Version stützten, blieb die Anklage auf wackeligen Füßen. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren schließlich ein. Offiziell galt Colin als entlastet. Wenige Wochen später, Ende März 2023, zog er zu seiner Mutter nach Charlotte County, Florida. Catherine erhielt nun das alleinige Sorgerecht. Für sie war dies eine zweite Chance, nach Jahren der Distanz und des Verlustes eine Beziehung zu ihrem Sohn aufzubauen. In den ersten Monaten schien es, als könne dieses Vorhaben gelingen. Colin schrieb sich in einer örtlichen Schule ein, begann parallel Kurse am Community College. Catherine postete Fotos von gemeinsamen Ausflügen, Abendessen und Strandtagen. Freunde und Bekannte hinterließen ermutigende Kommentare, freuten sich, die beiden zusammen zu sehen. Doch die Realität im Haus wich von den Bildern in den sozialen Medien ab. Colin blieb distanziert, sprach wenig, zeigte kaum Interesse an Gesprächen. Er verbrachte Stunden vor dem Bildschirm, reagierte knapp oder gar nicht auf Bitten seiner Mutter. Catherine schob es zunächst auf die Erlebnisse der vergangenen Jahre, auf den Verlust des Vaters und die Umstellung in einem neuen Umfeld. Sie wollte glauben, dass Zeit und Geduld helfen würden, was sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte. Die Muster, die in Tulsa entstanden waren, emotionale Distanz, Kontrolle, unterschwellige Aggression, hatten sich nicht aufgelöst. Sie waren mit Colin nach Florida gekommen und warteten nur darauf, sich erneut zu entfalten.
Der Alltag in Charlotte County begann sich im Laufe des Jahres 2023 zu verändern. Was zu Beginn wie ein vorsichtiger Neuanfang wirkte, wurde bald von Spannungen durchzogen. Colin hielt Distanz, und wenn Catherine versuchte, Regeln aufzustellen, stieß sie auf Widerstand. Zunächst waren es kleine Auseinandersetzungen, Diskussionen über Hausarbeit, sein mangelndes Engagement für die Schule, stundenlange Computerspiele. Doch aus verbalen Reibereien wurden handfeste Konflikte. Im Herbst erreichte die Spannung einen ersten Höhepunkt. Catherine wollte die Zeit, die Colin mit Videospielen verbrachte, einschränken und verlangte von ihm, im Haushalt mitzuhelfen. Colin reagierte mit plötzlicher Wut. Er packte den Controller, schleuderte ihn gegen die Wand und verließ wortlos das Haus. Stunden später kehrte er zurück, als wäre nichts gewesen. Für Catherine war es ein alarmierendes Zeichen, doch sie hoffte immer noch, die Ausbrüche seien vorübergehend. Im November 2023 kam es zu einem schweren Vorfall. Catherine forderte Colin erneut auf, seine Aufgaben zu erledigen. Plötzlich ging er auf sie los, stieß sie zu Boden, packte sie an den Haaren und drückte sie nieder, während er Drohungen ausstieß. Schließlich rief Catherine die Polizei und meldete, dass Colin sie angegriffen und bedroht habe. Die Beamten nahmen Colin wegen häuslicher Gewalt fest. Auf dem Revier versuchte er, den Vorfall umzudeuten. Er behauptete, seine Mutter habe ihn zuerst angegriffen. Nach der Festnahme wurde Colin zu einer psychiatrischen Untersuchung geschickt. Die Ärzte stellten ausgeprägte Verhaltensstörungen fest: fehlende Empathie, Unfähigkeit zur Reue, erhöhte Aggressivität. Die Empfehlung war klar: eine Langzeittherapie. Doch nach einigen Monaten wurde Colin wieder entlassen und zog erneut bei seiner Mutter ein. Catherine bemerkte, dass sich sein Verhalten nicht gebessert hatte. Im Gegenteil, die Drohungen wurden offener. Mehrfach sagte er, dass er, wenn er gezwungen werde, bei ihr zu leben, entweder sie oder sich selbst töten würde. Diese Äußerungen fanden ihren Weg in offizielle Berichte. Im Februar 2024, nach einem weiteren Streit, lief Colin erneut zur Großmutter. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam und wiederholte Drohungen wurden protokolliert. Trotzdem wurde er dem Sozialdienst übergeben und kehrte kurz darauf zurück zu Catherine. In Gesprächen mit Freunden vertraute Catherine an, dass sie Angst vor ihrem eigenen Sohn hatte. Sie zweifelte zunehmend an der Version der Selbstverteidigung, die Colin nach dem Tod seines Vaters vorgebracht hatte. Trotzdem versuchte sie, die Beziehung zu stabilisieren. 2024 schenkte Catherine ihrem Sohn sogar ein Auto, ein Versuch, die angespannte Beziehung zu verbessern. In den sozialen Medien zeigte sie Bilder, die eine glückliche Familie darstellten. Hinter dieser Fassade jedoch wuchs ihre innere Anspannung. Catherine wusste, dass sie mit jemandem zusammenlebte, der bereit war, Drohungen wahrzumachen. Sie ahnte, dass eine Grenze näher rückte. Doch sie hoffte, dass Freundlichkeit und Unterstützung etwas verändern könnten. Es sollte sich als trügerische Hoffnung erweisen. Anfang September 2024 verschärfte sich die Situation erneut. Am 6. September kam es zu einem heftigen Streit. Colin weigerte sich, im Haushalt zu helfen, und Catherine bestand darauf, dass er ihre Anweisungen befolgt. Für Colin, der jede Form von Kontrolle ablehnte, war dies ein Auslöser. Er packte einige Sachen und verließ das Haus, um zu seiner Großmutter zu gehen, ein Ort, an den er schon früher geflüchtet war. Die Großmutter war alles andere als erleichtert, ihn zu sehen. Sie wusste um seine Ausbrüche und die Drohungen gegen Catherine. Ihre Angst, in den Konflikt hineingezogen zu werden, hielt sie davon ab, einzugreifen. Am Morgen des 8. September rief Catherine ihren Sohn an. Ihre Geduld war am Ende. Sie stellte ihm ein Ultimatum. Wenn er nicht nach Hause käme, werde sie ihn bei Polizei und Jugendamt melden. Colin reagierte nicht. Gegen Nachmittag fuhr Catherine selbst zum Haus ihrer Mutter, um ihn abzuholen. Nach Aussagen von Nachbarn kam es schon im Hof zu einem lautstarken Streit. Schreie waren zu hören. Eine Nachbarin berichtete später, dass sie einen lautstarken Streit zwischen Mutter und Sohn hörte und sah, wie Colin Catherine ins Haus zog, die Tür zuschlug und von draußen nichts mehr zu hören war. Niemand rief die Polizei. Die Nachbarin, die Zeugin der Szene war, erklärte später, sie habe aus Angst um ihre eigene Sicherheit nicht eingegriffen. Etwa 2 Stunden später ging der Notruf bei der Zentrale ein. Colin meldete, seine Mutter sei tot. Er sprach ruhig, ohne Hast,
und gab an, Catherine habe während eines Streits ein Messer geholt und ihn bedroht. Dabei sei sie gestolpert und habe sich die Klinge selbst in den Hals gerammt. Er habe versucht, ihr zu helfen, doch es sei zu spät gewesen. Als die Beamten eintrafen, wartete Colin bereits draußen. Sein Verhalten entsprach nicht dem eines Menschen, der gerade einen nahen Angehörigen verloren hatte. Kein Schock, keine sichtbare Angst. Das Erste, was er sagte, war, dass er einen Anwalt brauche. Er bat nicht um medizinische Hilfe und machte keine Anstalten, seine Version mit weiteren Details zu untermauern. Im Haus fanden die Ermittler Catherine leblos auf dem Boden. Die Darstellung, sie sei versehentlich auf ein Messer gefallen, war mit dem Anblick am Tatort kaum vereinbar. Die Wunde war zu tief, der Winkel untypisch für einen Sturz. Es gab keine Anzeichen eines chaotischen Kampfes, keine umgestoßenen Möbel, keine Abwehrverletzungen an ihren Händen. Die Szene wirkte geordnet, zu geordnet für das Bild eines plötzlichen Unfalls. Das forensische Team begann sofort mit einer detaillierten Untersuchung des Tatorts. Auffällig war das völlige Fehlen von Spuren, die auf einen Kampf hindeuteten. Wenn Catherine wirklich, wie Colin behauptete, ein Messer aus der Küche geholt hätte, um ihn zu bedrohen, hätten sich in diesem Bereich Spuren finden müssen. Blutstropfen, verschobene Gegenstände, Fingerabdrücke auf dem Griff. Doch die Analyse ergab, auf dem Messer waren ausschließlich Collins Abdrücke. Kein einziger Fingerabdruck seiner Mutter. Der Pathologe bestätigte den Verdacht der Ermittler. Die Tiefe und der Winkel der Stichwunde ließen sich nicht mit einem versehentlichen Sturz erklären. Es gab keine Abwehrverletzungen, was darauf hinwies, dass Catherine keine Gelegenheit hatte, den Angriff abzuwehren oder bereits bewegungsunfähig war, als die Verletzung zugefügt wurde. Zusätzlich hörten die Ermittler den Mitschnitt des Notrufs erneut ab. Sie bemerkten, wie ungewöhnlich distanziert Colin sprach. Als der Disponent fragte, ob medizinische Hilfe benötigt werde, wiederholte er nur, dass seine Mutter tot sei, ohne jegliche Nachfrage, ob man noch etwas tun könne. Zeugenaussagen belasteten ihn zusätzlich. Eine Nachbarin hatte gesehen, wie er Catherine ins Haus gezerrt hatte. Eine andere hörte Schreie, tat jedoch nichts. Beide widersprachen direkt seiner Darstellung eines Unfalls. Bei der Auswertung seines Mobiltelefons stießen die Kriminaltechniker auf gelöschte Nachrichten und Suchanfragen, die das Bild eines geplanten Verbrechens zeichneten. In den Tagen vor dem 8. September fanden die Ermittler auf seinem Telefon gelöschte Suchanfragen zu Tötungsmethoden und tödlichen Verletzungen. Besonders belastend war auch eine Aussage, dass er, sollte er gezwungen werden, bei seiner Mutter zu leben, entweder sie oder sich selbst töten würde. Diese Drohung war in den offiziellen Berichten dokumentiert und nun in schockierender Weise eingetreten. Angesichts dieser Beweislage erhob die Staatsanwaltschaft von Charlotte County Anklage wegen Mordes 1. Grades. Aufgrund der Schwere des Verbrechens beantragte sie zudem, Colin als Erwachsenen vor Gericht zu stellen, ein Schritt, den das Gericht in Florida erlaubt, wenn ein Jugendlicher ein besonders grausames Verbrechen begeht und eine erhebliche Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt. Während die Vorbereitungen für den Prozess liefen, nahm die Staatsanwaltschaft in Oklahoma Kontakt zu den Ermittlern in Florida auf. Der Tod von Charles Griffith, ursprünglich als Selbstverteidigung eingestuft, sollte erneut überprüft werden. Zu ähnlich waren die Muster. Der sofortige Notruf, die gleichbleibend ruhige Stimme, das Fehlen von Emotionen, die fehlenden Zeugen und nun der eindeutige Mord an Catherine. Der Beginn des Gerichtsverfahrens gegen Colin Griffith zog in Charlotte County großes öffentliches Interesse auf sich. Die Anklage präsentierte einen Fall, der weit über eine familiäre Tragödie hinausging. Sie stellte Colin als hochgefährlichen Jugendlichen dar, dessen Taten kein impulsiver Ausbruch, sondern das Ergebnis einer langen Eskalation waren. Die Staatsanwälte führten eine klare Linie. Schon als Kind habe Colin schwere Aggressionsprobleme gezeigt. Die Gewalt gegen seinen Vater, später gegen seine Mutter sowie wiederholte Drohungen belegten ein Muster, das sich über Jahre hinweg fortgesetzt habe. Der Mord an Catherine sei der vorhersehbare Endpunkt einer Entwicklung, die von Behörden und Familie zwar erkannt, aber nie effektiv gestoppt worden sei. Die Verteidigung hingegen stellte Colin als emotional instabilen Teenager dar, der unter psychischem Druck gestanden habe. Sie versuchte, Zweifel an der Tatabsicht zu säen und brachte erneut die Version eines tragischen Unfalls ins Spiel. Doch die vorliegenden Beweise,
darunter die gelöschten Internetsuchen zu Tötungsmethoden, die belastenden Zeugenaussagen und die Spurenauswertung am Messer, schwächten diese Argumentation erheblich. Ein zentrales Element des Prozesses war die psychiatrische Begutachtung. Mehrere Sachverständige erklärten, dass Colin zwar unter Verhaltensstörungen litt, aber in der Lage gewesen sei, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Er habe bewusst gehandelt und die Folgen seiner Tat erkannt. Diese Einschätzung war entscheidend, um ihn als Erwachsenen vor Gericht zu stellen. Parallel dazu nahmen die Behörden in Oklahoma die Ermittlungen im Fall von Charles Griffith wieder auf. Neue forensische Methoden sollten klären, ob der Tod des Vaters wirklich ein Akt der Selbstverteidigung gewesen war oder ob Colin bereits damals tödliche Gewalt gezielt eingesetzt hatte. Offizielle Ergebnisse lagen noch nicht vor, aber allein die Tatsache, dass der Fall neu geprüft wurde, verstärkte das Bild eines Jugendlichen, dessen Gewaltbereitschaft tief verwurzelt war. In der Öffentlichkeit spaltete der Fall die Meinungen. Einige sahen in Colin ein Opfer einer zerrütteten Familie, das nie die nötige Hilfe erhalten hatte. Andere betrachteten ihn als kaltblütigen Täter, der jede Chance auf einen Neuanfang bewusst zerstört hatte. Die Diskussionen in den lokalen Medien und sozialen Netzwerken drehten sich auch um die Frage, ob Jugendliche, die schwere Gewaltverbrechen begehen, dieselben Strafen wie Erwachsene erhalten sollten. Trotz der erdrückenden Indizien, die gelöschten Suchanfragen, die belastenden Zeugenaussagen, das Messer mit seinen Fingerabdrücken, entschieden die Geschworenen am 5. Februar 2025 anders. Nach intensiven Beratungen sprachen sie Colin Griffith vom Vorwurf des Mordes an seiner Mutter frei. Der Grund: Die Anklage konnte nicht zweifelsfrei belegen, dass er nicht in Notwehr gehandelt hatte. Damit blieb am Ende ein Urteil, das für viele Beobachter unverständlich wirkte und das Charlotte County mit einer Frage zurückließ, auf die es keine einfache Antwort gibt. War Colin Griffith ein Opfer der Umstände oder ein gefährlicher Täter, der dem Strafrecht entkommen ist? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.